Also? Das ist... Oliver. Charlie, ich soll die Pelzkollektion ruiniert haben? Das ist völlig absurd. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Versuch's doch mal mit der Wahrheit. Seit wann willst du überhaupt im Müll von anderen Leuten rum? Lenk nicht ab! Wem gehören diese Schuhe? Deine sind es auf jeden Fall nicht. Niemand. Ach, dann hast du also ganz alleine die Pelze ruiniert. Nein, das war überhaupt nicht meine Idee. Wessen Idee war es denn? Olli, rück jetzt mit der Sprache raus. Ich gebe sowieso keine Ruhe, bevor du es nicht zugegeben hast. Also, wer ist auf diesen Schwachsinn gekommen? Andi. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Charlie, wir haben diese Pelze nicht ruiniert. Die waren schon längst im Eimer. Bella und Andi, die haben bei LCL an den Rohren gearbeitet und dabei ist eins geplatzt. Bis Andi das gemerkt hat, da war es längst zu spät. Diese ganzen Pelze, die waren schon mit so einer Chemiekeule vollgesogen. Bella war auch dabei. Nein, aber sie weiß Bescheid. Und warum habt ihr dann die ganzen Sachen noch mal eingesaut, wo die Pelze eh schon ruiniert waren? Um diesen Arbeitsunfall zu vertuschen. Andis Firma, die war noch nicht versichert. Er und Bella, das wäre das Ende gewesen. Diese Pelze, diesen Millionen wert. Also haben wir alles mit roter Farbe vollgeschmiert, um es wie Vandalismus aussehen zu lassen. Damit kein Verdacht auf Andi fällt. Na, das ist euch ja wunderbar gelungen. Charlie, Andi ist mein bester Freund und Bella meine Schwester. Was hätte ich denn machen sollen? Jedenfalls weißt du jetzt alles. Mittlerweile bereue ich, dass ich nachgefragt habe. Aber du verstehst doch, warum wir die Tat vertuschen mussten. Um den Verdacht von Bella und Andi abzulenken. Das ist euch aber nicht gelungen. Wieso denn? Wir haben doch alle Spuren beseitigt, bis auf die hier. Olli, denk doch mal nach. Wenn sogar ich euch auf die Schliche komme. Helmke ist der ermittelnde Kommissar. Und er ist nicht auf den Kopf gefallen. Was wirst du jetzt tun? Charlie, du hast gesagt, Frank ist der ermittelnde Kommissar. Wirst du es ihm sagen? Hey. Hi. Hey. Was ist mit euch los? Stimmt mit mir irgendwas nicht? Nein, ich habe nur noch nicht mit dir gerechnet. Bella, hast du einen Moment? Ich muss kurz was mit dir besprechen. Okay. Hey, ihr zwei, nicht hier. Geht bitte rüber. Ich komme später nach. Okay. Ja, also... Also, dass Olli ein nervöses Hemd ist, habe ich gewusst, aber dass du jetzt auch schon so hibbelig bist. Ich bin einfach nur abgespannt. Also langsam könnte man meinen, dass ihr alle was vor mir zu verbergen habt. Notfall. Was ist los? Ja, das wüsste ich auch gerne mal. Ich habe Charlie alles gesagt. Sie weiß Bescheid. Bescheid worüber? Na, über alles. Ja, über den Unfall im Pelzlager und dass wir versucht haben, das zu vertuschen und dass wir die falsche Fährte zu den Pelzgegnern gelegt haben. Alter, bist du bescheuert? Warum hast du das getan? Weil sie die Tüte gefunden hat. Mann, dann hat sie die rote Farbe gesehen und eins und eins zusammengezählt. Ich musste es ihr sagen. Was sollte ich denn machen? Und? Wie war dein Tag? Gut. Irgendwelche Neuigkeiten im Unterwäschebusiness? Nein, im Moment nicht. Was ist denn los? Was soll los sein? Also normalerweise, wenn ich dich frage, wie dein Tag war, dann sprudelst du wie ein Wasserfall. Da gibt's einen detaillierten Bericht über jedes Gespräch, das du geführt hast. Also, was verbirgst du von mir? Sie hat mir das angesehen, genauso wie Frank mir das schon die ganze Zeit ansieht. Mann, Charlie hat sogar bei Christian angerufen, um den auszuhorchen. Was hätte ich denn machen sollen? Vielleicht nicht die Klamotten einfach rumliegen lassen? Du solltest sie loswerden. Okay, wo sind die Klamotten jetzt? Bei euch in der Wohnung hinterm Sofa. Alter! Okay, das war's. Ich denke, deshalb hat Charlie uns auch weggeschickt. Ihr wisst, dass sie nicht lügen kann. Wahrscheinlich hat sie Helmke schon alles erzählt. Ist das dein Ernst?
Was ist denn so ungewöhnlich daran, dass ich einfach mal wissen möchte, wie dein Tag war? Gibt's denn schon was Neues bei den Ermittlungen für LCL? Ach, du. Habt ihr schon eine konkrete Spur? Ja, also eigentlich scheint alles auf einen Anschlag radikaler Pelzgegner hinzudeuten, aber ich weiß nicht, für mich stimmt die Sache hinten und vorne nicht. Warum? Normalerweise bekennen sich solche Gruppierungen doch zu ihren Aktionen. Dieses Mal gar nichts. Außerdem haben wir immer noch nicht geklärt, wie sie ins Gebäude gekommen sind. Woher wussten sie, wo genau das Pelzlager ist? Außerdem frage ich mich immer noch, warum sie nicht einfach bis zur Modenschau gewartet haben. Da hätten sie doch viel mehr Presse gekriegt. Also, für mich passt das alles nicht zusammen. Ihr habt aber auch noch keinen konkreten anderen Verdacht. Also der Einzige, der wirklich verdächtig ist, ist dein Neffe Olli. Wisst ihr, was passiert, wenn wir jetzt zugeben, dass wir für die Zerstörung der Pelze verantwortlich sind? Dann ist das Ende. Dann dürfen wir den Rest unseres Lebens Schulden abbezahlen. Und ein Leben reicht dafür nicht mal aus. Dass ich dich damit reingezogen habe, Olli, es tut mir leid. Ich glaube, Frank hatte mich sowieso schon im Verdacht. Ja, im Verdacht vielleicht, aber solange er keine Beweise hat und wir alle dicht halten, kann er uns doch nichts anhaben. Olli hat Charlie doch gerade alles erzählt und sie sitzt jetzt da drüben mit Frank. Ja, aber sie sitzt drüben. Was willst du damit sagen? Dass sie ihm bislang noch nichts gesagt hat. Sonst wäre er doch längst hier. Wenn Charlie bislang dicht gehalten hat, dann müssen wir nur dafür sorgen, dass sie es auch in Zukunft macht. Ja, wie sollen wir das machen? Der Typ ist ihr Mann. Aber Bella ist ihre Tochter. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Vor kurzem wolltest du Frank selber noch die Wahrheit sagen. Ja, was ich zum Glück nicht gemacht habe. Und wenn die Ehe jetzt die Nerven verliert, dann sind wir geliefert. Was möchtest du von mir? Soll ich jetzt wirklich meine Mutter bitten, für uns zu lügen? Ich bitte dich nur, dass du uns den Arsch rettest. Und wenn das mit einer Bitte getan ist, umso besser. Wenn du ein bisschen Druck ausüben musst, dann drückst du halt ein bisschen. Auf einmal, ja? Ich meine, wenn die Sache hier hochgeht, dann sind wir ruiniert. Wollt ihr das? Vielleicht ist es ja wirklich das Beste, wenn wir einfach alles zugeben. Klar, wir gehen einfach rüber und sagen, sorry, Lahnsteins, wir haben euer komplettes Firmenvermögen ruiniert. Kann ja mal passieren. Ich meine, worüber reg ich mich hier überhaupt auf? Ich bin ja schon bis Oberkante Unterlippe bei Tristan verschuldet. Die paar Millionen machen den Kohl doch auch nicht fett. Aber du warst doch Ewigkeiten mit Helena zusammen. Ich meine, du bist bei den Lahnsteins ein- und ausgegangen. Sebastian, der will dir doch wenigstens mal kurz zuhören. Ja, sicher. Ich meine, warum haben wir überhaupt versucht, die Sache zu vertuschen? Die Lahnsteins haben bestimmt jede Menge Verständnis für uns. Mann, ich kann einfach nicht gut lügen, okay? Und wenn Charlie Frank nicht schon längst alles erzählt hat, dann... Der schnallt doch ganz bald von selbst, dass ich da mit drin stecke. Und dann sind wir drei geliefert. Aber du verdächtigst Olli doch nicht wirklich. Aber findest du nicht auch, dass Olli sich ein bisschen so benimmt, als hätte er was ausgefressen? Ach was, ich kenne ihn. Der ist so, weil er sich mit Christian gestritten hat. Mit was für einer Strafe muss denn derjenige, der das getan hat, eigentlich rechnen? Du, Einbruch, schwere Sachbeschädigung, da kommen unter Umständen ein paar Jahre zusammen. Auf Bewährung. Nee, es kommt auf den Einzelfall an. Aber sag mal, findest du nicht, dass Olli sich ein bisschen komisch benimmt? Und dann verstrickt er sich ständig in irgendwelche Widersprüche. Ja? Naja, erst will er nicht bei dem Einbruch bei LCL gewesen sein, also an dem Tag, an dem er anscheinend als Model zur Anprobe gebucht war. Naja, vielleicht hat er sich im Tag vertan. Und dann diese ganzen Ungereimtheiten wegen der Joggingstrecke. Ungereimtheiten? Ja, er ist mit Andi eine Stunde gejoggt, hat er erzählt. Naja, und ein Teil der Strecke war eben gesperrt, also könnten sie höchstens 40 Minuten gebraucht haben. Naja, also eine Stunde, 40 Minuten. Was spielt das für eine Rolle? Du, das sind genau die 20 Minuten, die ihnen für ein Alibi fehlen. Also theoretisch hätten sie die Möglichkeit gehabt, bei LCL die Tür aufzubrechen, die Pelze zu zerstören und rechtzeitig wieder raus zu sein. Wenn ich es mir recht überlege, macht das alles sogar erschreckend viel Sinn. Allerdings, was hätten sie für ein Motiv haben sollen, so einen Schwachsinn zu machen? Ja, eben. Es sei denn, jemand hat sie angestiftet. Charlie, was ist los? Ich muss dir was sagen. Nein, ich mach das nicht. Du hast Olli hier schon mit reingezogen, aber ich möchte wirklich gerne meine Mutter raushalten. Du hast nicht zugehört, oder? Sie steckt schon mittendrin, weil Olli die Nerven verloren hat. Wie oft denn noch? Das ist halt passiert.
Ja? Hey, jemand von euch Hunger? Ich habe gerade eine Riesenpizza bestellt. Nee, jetzt nicht. Echt nicht? Du schiebst dir doch ständig was in den Mund. Keiner von euch? Sorry, wir haben gerade was gegessen. Na dann, war ja nur eine Frage. Gut, wo waren wir? Wir waren dabei, dass ich meine Mutter nicht nötigen werde, für uns zu lügen. Das sehe ich genauso. Charlie soll selbst entscheiden, was sie mit ihrem Wissen anfängt. Ja. Und genau das werde ich ihr jetzt auch sagen. Bella, du... Hey, Hallo, Bella. ist Frank gar nicht da? Nein, der musste noch mal los. Olli hat mir erzählt, dass du alles weißt. Das Ganze mit den Pelzen. Ich wollte nicht, dass du das erfährst. Ja, das war mir schon klar. Aber vielleicht verstehst du ja auch, dass Olli und Andi das wirklich nur gemacht haben, um uns zu beschützen. Ich meine, wenn das rauskommt, dass wir das waren mit den Pelzen, dann ist das unser absoluter finanzieller Ruin. Olli hat mir das erklärt, ja. Natürlich ist es ganz allein deine Entscheidung, ob du Frank was erzählst oder nicht, aber... Nein, egal ist. Wie auch immer deine Entscheidung ausfällt, ich werde es verstehen. Bella, ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Ich muss dir was sagen. Ja? Ich weiß, wo Andi und Olli in den besagten 20 Minuten waren. Sie waren bei mir im Schneiders. Andi hatte Sehnsucht nach Bella und da haben sie einen Zwischenstopp bei mir gemacht. Sie kamen tatsächlich vom Laufen, sie waren ganz verschwitzt. Aber an dem Abend war nicht viel los im Schneiders, das war nicht schlimm. Sie waren auch lange da, also bestimmt 2 bis 3 Stunden. Die Jungs mussten ihren Energiehaushalt wieder in Ordnung bringen und haben die Karte rauf und runter gegessen. Na, und dann haben wir auch noch ein paar Drinks zu uns genommen. Ihr wart alle im Schneiders. Ja, und wir sind auch zusammen weggegangen. Es war schon ziemlich spät. Aber frag mich jetzt nicht nach der genauen Uhrzeit. Ja, und warum hat Olli mir das nicht gleich erzählt? Naja, es muss aber unter uns bleiben. Vielleicht lag es am Sport. Olli war an dem Abend ziemlich schnell ein bisschen angetrunken und hat einen massiven Flirt mit einem jungen Mann angefangen. Deshalb hat er sich wahrscheinlich auch mit Christian gestritten. Oh, jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich wusste doch, der hat was zu verbergen. Du darfst ihm aber nicht sagen, dass du es von mir weißt. Nein, mach ich nicht. Versprochen. Ja. Na, und dann hat ihn ein Kollege angerufen und er ist sofort aufgebrochen. Also das ist echt die dickste Lüge, die ich je gehört habe. Du hast uns ein Alibi verschafft. Und kann nur hoffen, dass Frank nie dahinter kommt. Die lässt du diesmal besser richtig verschwinden. Danke. Und auch danke, dass du uns nicht verraten hast. Ja, das war ja beinahe gar nicht mehr nötig. Charlie hat mir erzählt, dass Frank wirklich kurz davor war, dich zu verdächtigen. Aber hat er das nicht sowieso die ganze Zeit? Nicht wirklich. Außerdem ahnt Helmke ja gar nicht, welche Motive hinter diesem Anschlag stecken. Ja, zum Glück nicht. Muss ja irgendwie auch ein bisschen frustrierend sein, wenn man einen Fall nicht lösen kann. Geht's noch? Weißt du eigentlich, was er jetzt für eine Spur verfolgt? Nein, keine Ahnung. Ist ja auch egal, solange sie nicht zu uns führt. Dank dir haben wir jetzt ja ein wasserdichtes Alibi. Dann wird dieser Fall jetzt für immer ungelöst bleiben? Besser, als wenn es einen Unschuldigen trifft. Oder uns. Und wir beobachten den? Den kenne ich. Er ist vor ein paar Wochen bei uns gegenüber eingezogen. Aber wirklich interessant ist, wo er vorher gewohnt hat. Ist das nicht die WG von unseren Tierschützern?
Zufall? Das werden wir rausfinden. Stimmt alles. Kennt sich mit der Technik aus, kennt die Abläufe. Ab jetzt ist Sascha Vukovic unser neuer Hauptverdächtiger.